because we're about to go racing for the first time in 2023. Ja, Race Your Dreams habe ich schon im Porsche Sports Cup miterlebt, wo ich bei dem einen oder anderen mit dabei war und auch schon interviewt wurde. Und dass man jetzt im Prinzip diese Serie um die DTM, um das DTM-Engagement von Team 75 Motorsport aufbaut, ist super interessant. Und da sind wir dem Porsche Zentrum Mannheim sehr, sehr dankbar, einfach das Thema DTM aufzugreifen, Team 75 Motorsport und dann einen tieferen Einblick zu geben. Mein Name ist Timo Bernhard, war 20 Jahre Porsche-Werksfahrer, auch eine ziemlich erfolgreiche Karriere gehabt. Jetzt in der zweiten Karriere als Porsche-Markenbotschafter und Teambesitzer sowie Teamchef von Team 75 Motorsport. Die Herausforderungen der DTM für ein Team sind natürlich mit den Möglichkeiten, die man hat, bestmöglich umzugehen. Es geht wirklich um diese kleinen Details und das ist was ich aus meiner Karriere ja schon 2 Jahrzehnte eben kenne, einfach das versuchen zu kombinieren. Klar, wir sind jetzt von der Mannstärke nicht das größte Team, da gibt es größere als wir, auch mit Sicherheit mit mehr Budget, aber ich glaube mit unserer Leidenschaft, dem Know-how und einfach ja diesen Willen, Erfolg zu haben, haben wir schon die Großen ganz gut geärgert und auch schon sehr gute Erfolge gefeiert. Und das werden wir in diesem Jahr wieder ranknüpfen. Thomas Preining heads towards the checkered flag and wins. It's the first ever DTM race win for Porsche. And Thomas Preining ahead of Dennis Olsen and René Rast. Ja, der jüngste Fahrer bei uns im Team ist der Laurin Heinrich. Letztes Jahr noch Porsche Junior und aktueller Meister im Porsche Carrera Cup Deutschland. Hat einen ähnlichen Werdegang wie ich hingelegt vor 20 Jahren rund. Ja, und er startet mit dem Porsche, mit der Startnummer 75 in diesem tollen 75 Jahre Porsche Sportwagen-Design. Das Auto ist ein absoluter Hingucker. Und Laurin ist für mich einer dieser aufstrebenden Fahrer, von dem man in den nächsten Jahren noch hören wird. Und es ist wichtig, ihm das Rüstzeug zu geben, aber auch schon Erfolge zusammen, weil ich bin mir sicher, er kann dieses Jahr noch Rennen gewinnen. In der 24 mit unserem, ja, ikonischen Design von letztem Jahr, mit diesem berühmten Cues-Paul-Design von dem Fahrzeug, das jetzt auch im Museum steht und von dem ersten DTM-Siegerfahrzeug von Porsche, startet dann Ayhan Can ein 25-jähriger türkischer Staatsbürger. Und er ist ein absoluter Racer. Bei ihm merkt man diese geballte Emotion und Power. Er will Erfolg haben, er will zusammenarbeiten mit dem Team und ist ein sehr interessanter Fahrer, der ja, etwas mehr Erfahrung schon hat wie Laurin, einfach diese 4, 5 Jahre älter, merkt man bei ihm. Aber von der Mentalität oder auch von der Zusammenarbeit verstehen sich wirklich sehr gut. Und es ist auch wichtig, dass man nicht 2 getrennte Fahrzeuge hat, sondern einfach diese Zusammenarbeit, diesen Austausch über beide Fahrzeugcrews hat. Und das fördere ich auch, weil nur so geht es für ein Team gemeinsam nach vorne. Es war natürlich sehr aufregend, in Oschersleben mein DTM-Debüt zu feiern. Ja, es war ein Start in die DTM-Saison. Klar, war mehr möglich. Yeah, first weekend in Oschersleben was not the easiest one. No points at the end. Mein Name ist Laurin Heinrich, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Würzburg. Wir sind hier in Oschersleben zum Auftaktrennen der DTM 2023. Die Vorbereitungen hier für den ersten Lauf in Oschersleben verliefen ganz gut. Klar, einerseits waren wir auf der Strecke beim Testen, am Red Bull Ring bei den offiziellen Testtagen, aber auch bei diversen privaten Testtagen. Und andererseits ist natürlich auch wichtig, sich mit dem Team auseinanderzusetzen. Dadurch, dass das Auto für jeden neu ist, nicht nur für mich, sondern auch fürs Team, geht es einfach um viele Kleinigkeiten, um so gut wie es geht hier vorbereitet anzukommen. I'm Ayhan Can, 25 years old, coming from Istanbul, Turkey. I am Porsche Junior 2020 and 21, and after I get promoted to Porsche driver, and I drive last year GT Masters. And yeah, my main goal was driving DTM. This year I have opportunity to come along together with Team 75 after their successful season in DTM last year and my successful season in GT Masters. So at the end I'm Porsche driver and they are driving Porsches. So if I have opportunity to drive Porsche in DTM, for sure they are one of the best options.
Schon ein Wochenende vor Saisonschluss, nach 7 Events schon Meister zu werden, für mich ein ganz besonderer Moment. Ich habe selber noch gar nicht so richtig realisiert, ich brauche mal noch eine Nacht. Genaue Ziele zu nennen ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich bin nicht so neu in der DTM, sondern für mich sind auch die Autos, die wir hier fahren, die GT3-Autos neu. Somit auch die ganzen Gegner. Deswegen kann ich das sehr, sehr schwer einschätzen. Ich denke, für mich ist erstmal primär wichtig, eine steile Lernkurve hinzulegen, viel zu lernen. Und nach dem ersten Wochenende hier in Oschersleben werde ich mal schauen, wo ich mich einreihe. Die Herausforderungen hier in Oschersleben sind einerseits, dass es Überholen sehr, sehr schwierig ist. Von dem her ist das Qualifying hier sehr, sehr wichtig. So we're here at the Oschersleben circuit, ready for the first race of the season. Ja, Oschersleben ist in der Nähe von Magdeburg. Ist eine Strecke, die gibt es schon über 20 Jahre, 25 Jahre und ist gekennzeichnet, dass es eigentlich die kürzeste oder eine der kürzeren Strecken ist und von der Durchschnittsgeschwindigkeit auch eher tiefer. Das heißt, es gibt viele langsame Kurven und genau das macht Oschersleben aus und ist sehr speziell. Das heißt, man braucht, wenn man jetzt tiefer reingeht, eine gute Rotation. Das heißt, das Auto muss auch in den kleinen Kurven gut händelbar sein, sich gut drehen können, sodass der Fahrer eben ein bisschen wendiger um die Ecke fahren kann. Also ist was anderes jetzt im Vergleich zu den größeren Rennstrecken. Ja, die Herangehensweise zum ersten DTM-Lauf 2023 in Oschersleben ist klar, so schnell wie möglich reinzukommen. Wir haben einige neue Parameter, eben beide Fahrer sind neu. Das Fahrzeug in diesem Jahr ist neu, eben jetzt der Umstieg auf den 992 GT3 R von Porsche und auch mit dem ADAC einen neuen Organisator und auch damit einen neuen Reifenpartner von Pirelli. Also wir haben viele neue Variablen und deswegen ist das erste Rennwochenende wichtig, einfach diese Basis zu legen, von der wir dann wegarbeiten. We've had all sorts of pre-season testing, we've had free practice, but now this is where it really counts, where the lights turn green and the qualifying starts. But absolute best first sector has just gone to Ianjin Nguyen with a 29.9. And there we can see Nguyen backing off out of the lap, slowing down. It was okay, we were P14, we are stuck a little bit on traffic, we have more potential, but generally for first qualifying it was okay. Well, we'll see what Loren Heinrich can do as well to try and get himself back up there. The Porsche champion is in 9th place at the moment, albeit he's only 0.2 of a second down, and he goes way out wide, drops the wheel over the curbs coming out of the last turn and crosses the line, but only 9th place. Cost him too much time, that. Das erste Qualifying am Samstag war ganz okay, Platz 9, ich war mit dabei, würde ich mal sagen. War in meiner Runde nicht ganz zufrieden, aber dennoch dann auf Platz 9 zu stehen, obwohl ich nicht ganz zufrieden war, war für mich eine solide Ausgangslage. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Es ist aber immer auf dieser kurzen Strecke mit, glaube ich, knapp 3,7 Kilometern und 27 Fahrzeugen ist immer schwierig, diese freie Runde zu bekommen, wenn der Reifen einfach am besten ist. Und mit Laurin hat es ganz gut gemacht für sein erstes DTM-Quali überhaupt mit P9, also gleich eine Top-10-Platzierung. Bei Can war eben er musste diese Runde zweimal abbrechen und damit war mit P15 nicht das Ergebnis, was wir uns erwünscht haben oder was auch möglich gewesen wäre. Aber da muss man eben weiter schauen. Im Rennen 1 war für Laurin natürlich eine absolute Premiere und hat es sehr gut gemacht. Because we're about to go racing for the first time in 2023. DTM gets underway here at Oschersleben and it's a good start for the Pols here. Bortolotti's trying to follow him through. Wir haben auch vorher besprochen, dass wir jetzt keine crazy Manöver brauchen. Wir brauchen Punkte, wir brauchen einfach einen soliden Start in die Saison. As we look at Ianjin Nguyen also challenging for position from further back in the pack, it's David Schumacher in front of him. Mit Can haben wir eine andere Strategie gefahren, weil er eben mit 15 sehr früh festgesteckt ist. Cars last year flashing the headlights here. The Cous Team Bernard car, the team run by Timo Bernard, multiple Le Mans winner is Ianjin Nguyen. Haben ihn sehr früh zum Boxenstopp reingeholt.
Boxenstopp haben sehr gut funktioniert. Wir waren im Endeffekt P4 und P6 in der Boxenstoppwertung in dem Rennen. War perfekt. Can ist bis auf 10 vorgefahren, die schnellste Rennrunde gefahren, lief alles perfekt. And then Guven dropping back at the moment with a problem. He's dropped more places, hasn't he? There he is. He's lost 2 more places and he's about to lose another one here, potentially on the way into the next turn to Joseph Owega. He will be very pleased to go 14th now. So problem, I'm afraid, by engine. So clearly an issue going on with that Porsche, and I think once he's out of a points-paying position, they may decide to put it in the garage, whether the tyres have gone off or whether there's a mechanical issue. Dann hat er leider dann einen Defekt gehabt, einen technischen Defekt an der Vorderachse, mit dem wir nichts zu tun hatten, aber im Endeffekt da einfach Pech gehabt an der Stelle, musste dann das Rennen aufgeben, was sehr schade war, weil bis dahin hat er eine super Leistung gebracht. On Lauren Heinrich, who gets the move down at the inside. Oh, an understeery car with cold tyres. Oh, frustration then. That has really not worked out, has it, for him? So they're coming past him already is Heinrich. Einige Überholmanöver dabei. Ich habe schon mal einen Vorgeschmack bekommen, wie eng das in der DTM zur Sache geht. And Lauren Heinrich, as attacking as he might be, he's just not being given any opportunities to come through here. Ich konnte mich von Platz 9 auf Platz 7 verbessern. P7 wirklich gut gemacht, ohne große Berührung. Er war schneller als viele, die vor ihm waren. Er war oft im Stau gesteckt, aber einfach diese erste Zielankunft, die war wichtig für sein Vertrauen. Welcome back to Oschersleben as we get set for 20 minutes of action-packed qualifying to set the grid for this afternoon's race, the second round. Ja, dann war natürlich dann die Vorbereitung direkt für Quali 2 und haben uns viel erhofft, weil wir einfach gesehen haben, der Speed im Rennen war Wahnsinn. And there was a short, sharp session, then everybody was complaining about, you know, there was too much traffic out there, couldn't get a lap in, there was too much dust, the circuit wasn't what we thought. Every time somebody crosses the line, somebody goes quicker. Bortolotti into second place. Everybody in the top 9 have just set personal best lap times. Got 3.5 minutes left to go in the session. Schmidt and then Guven goes second. Lamborghini, then Porsche. 79 thousandths of a second between. These times are much quicker than yesterday. They got fresh rubber on, surely. The qualification on Sunday was really good. We were P6 on the grid, and it's really a great position to start the race. Bei Laurin war es genau konträr. Er hat gar keine freie Runde gehabt und musste die öfters abbrechen. Und dann kriegt man einfach diesen extra Grip, den der Reifen vielleicht ja, so maximal 2 oder 3 Runden hat. Den hat er gar nicht bekommen. Das Sonntag-Qualifying war nicht so gut, leider. Es war ein starker Kontrast für mich von Samstag auf Sonntag. Ich habe einfach was anderes probiert, den Reifen aufzuwärmen. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Daraus habe ich gelernt und ich denke, das Team auch. Deswegen stand nur der 21. Startplatz zu Buche, was natürlich in der DTM und vor allem auf der Strecke im Oschersleben ja, nicht das war, was wir uns erwartet haben. Und wir wussten, dass es im Rennen nicht so einfach wird, nach vorne zu fahren. Round 2 of DTM 2023 is about to roar into life as the red lights go out and we go racing with Tommy Preining looking to hold on to pole position and turn it into an early... Ja, am Start war bei Can ging seine Reihe nicht so schnell los. Das heißt, er hat einen Platz direkt verloren. Es war dann auf P7, ja, auch wieder im Stau. Also er hätte viel schneller fahren können. Oschersleben ist einfach nicht gut zum Überholen, aber ist wie es ist. Lauren Heinrich there, and he's just got up the inside of Fran Pereira for 17th place at the end of the lap. Das Rennen am Sonntag dagegen war wieder sehr, sehr gut. Wir haben unsere Erwartungen übertroffen. Finishes, then he can really start to attack. Oh, later in the season as around goes René Rast once, twice into the gravel trap. We were running P7 until pit stop.
haben ihn dann auch wieder früh reingeholt, aber vom Boxenstopp her, der gut verlief, waren wir dann vom Boxenstopp-Zeitfenster so, dass viele dann, die nach uns gestoppt haben, eben dann vor ihm zwar rauskamen, aber sehr schwer zu überholen waren, obwohl sie kalte Reifen hatten. Und da war er in Zweikämpfe verwickelt, letztendlich ist er zurückgefallen, glaube ich, auf P8. And then you got Lucas Auer looking back from him at Aenja Nguyen, and look at Ricardo Feller nibbling up the inside in the Audi. Contact there between the Porsche and the Audi. Closing the gap was Nguyen. We get a replay of that move. That was, I'm not giving in, says Ricardo Feller. Closing the door, squeezing as much as he could. Musste aber dann nach einigen Kollisionen eben das Auto ja, als Resultat abstellen. Yeah, for sure. Leaving with 0 points is not great, especially when the Porsches are really strong in Oshas Lemon. There was a big potential, so I couldn't get out of it. But yeah, we have long season, and in DTM, I know it's possible. You have weekends like this. Now we start from 0, where the others already have 20-30 points. But I see another big issue. It's yeah, for sure challenge, but we will bounce back. At the front. Great view there we got up in the top left-hand corner looking forwards. We're also looking back at Lauren Heinrich, who is in 11th place. That's the perspective from Lucas Auer with that lovely livery celebrating 75 years of Porsche sport. Also car number 75. It all makes sense now, doesn't it? Lauren Heinrich, the reigning and outgoing Porsche Carrera Cup Germany champion. A man who will make his mark in DTM. Ich habe viele Autos überholt. Auch der Boxenstopp war super und ich denke, auch mit der Strategie haben wir uns dort einige Positionen verbessern können. Van der Linde trying to nick a few more places and points as well. Understeery for Lucas Auer. The thing won't turn in and through comes the Porsche. So muss man sich mal überlegen, auf einer Strecke, wo man nicht überholen kann, vom P21 auf 9 zu fahren, auf ein Top-10-Resultat. Die zweitschnellste Rennrunde, das war schon ein großes Kino und das hat er echt gut gemacht. Also momentan befinde ich mich punktetechnisch in den Top 10. Damit kann ich ganz zufrieden sein. Gut, es war jetzt erst ein Wochenende, von dem her ist noch alles offen. 7 Wochenenden stehen noch an, da kann noch einiges passieren. Aber wir sind auf jeden Fall in einer guten Ausgangslage. Ja, es war ein Start in die DTM-Saison. Klar, war mehr möglich. Ich glaube, das kann man unterm Strich sagen, dass von der Performance her, die wir als Team leisten können, viel mehr möglich war. Vor allem, weil sonntags gab es einen Porsche Vierfach-Sieg, wo wir nicht mit dabei waren. Also klar, da kann man nicht mit zufrieden sein, aber auf der anderen Seite ist kein Weltuntergang. Da heißt es einfach nur weiter arbeiten und weiter fokussiert nach vorne gehen. Und wir haben sehr viele positive Sachen gesehen. Einfach die Stopps waren gut an dem Wochenende. Schnellste Rennrunde von Can im Rennen 1, zweitschnellste Rennrunde von Laurin mit einer riesen Aufholjagd. Aber klar, wenn man es betrachtet, war es einfach, von den Ergebnissen war viel mehr möglich. Aber ehrlich gesagt muss man auch sagen, für beide Fahrer war es eben auch das allererste DTM-Rennwochenende. An der GT3-Klasse finde ich toll, das ist ein weltweites Reglement, wo es insgesamt, glaube ich, 12 Hersteller gibt, die die Fahrzeuge zur GT3-Klasse eben homologieren. Und in der DTM starten aktuell sechs Hersteller, also neben Porsche noch Audi, BMW, Mercedes, Ferrari und Lamborghini. Und das Ganze macht das natürlich dann noch spannender. Und gefühlt bringt jeder Hersteller seine Top-Teams und Top-Fahrer an den Start. Also in Summe sind es 27 Fahrzeuge, die da wirklich um Hundertstel kämpfen. Und das ist dann schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Die Eckdaten von der DTM sind besonders im Vergleich zu anderen Serien. Also man hat 2 Rennen, also jeweils eins am Samstag, eins am Sonntag und es gibt nur einen Fahrer pro Auto, was das Ganze spannend macht. Dazwischen gibt es noch ein Boxenstopp-Zeitfenster, wo man strategisch genau mit der besten Option einfach schaut, diesen Boxenstopp durchzuführen. Das ist Pflicht. Und der Performance-Boxenstopp geht auf Zeit. Das heißt, ja, die Top-Teams, wir schaffen den Stopp da ja zwischen 6 und 8 Sekunden, was dann schon richtig schnell ist. Und das ist auch ein Element, wo das Team aktiv an einem Rennergebnis auch beteiligt ist. Ja, die Rennformate in der DTM ist alles sehr spannend und vor allen Dingen sehr kompakt. Also wir starten die ersten Fahraktivitäten am Freitags. Da gibt es jeweils ein freies Training, also morgens und nachmittags mit jeweils 45 Minuten. Und das ist nicht sehr viel Zeit. Das heißt, man muss schon genau wissen, was man macht, weil eben, wenn noch was dazwischen kommt mit roter Flagge, ist dann die Fahrzeit noch kürzer und das Rennwochenende ist dann schon wirklich voll am Laufen. Denn am Samstag geht es direkt weiter mit dem ersten Qualifying, das sind 20 Minuten. Aber eigentlich schaut man dann nur diese 3, 4 schnelle Runden fahren zu können, wo dieser Reifen diesen extra Grip hat, um einfach seine schnellste Zeit zu fahren.
die eben ausschlaggebend ist für die Startaufstellung zu Rennen 1, was dann 13:30 startet. Ja, und dann nach dem Rennen ist dann die Aufarbeitung, Analyse und zu schauen, Auto wieder vorbereiten für eben den Sonntag, wo der Zeitplan genau gleich ist wie am Samstag, wie wieder am Morgen. Das zweite Qualifying, das ist die Startaufstellung für das zweite Rennen eben bestimmt. Und dann das zweite Rennen dann 13:30 wieder über 1 Stunde mit diesem Performance-Boxenstopp zwischen Minute 20 und 40. Und dann geht es schon gut zur Sache. Und dann ist das Rennwochenende schon wieder rum und man ist schon wieder dran an der Vorbereitung für eventuelle Tests oder eben für das nächste Rennen. Also insgesamt sind es 27 Teilnehmer und das Punktesystem startet von, klar, P1 kriegt die meisten Punkte, also der Sieger, bis zu Platz 15, was eben ganz gut ist, weil es kriegen ja knapp mehr als die Hälfte Fahrer haben Chance auf Punkte zu bekommen und das entzerrt das Ganze ein bisschen, bedeutet aber auch, dass man sehr konstant fahren muss, also da wirklich schauen muss, dass man bei jedem Rennen punktet, um einfach in der Meisterschaft eben am Ball zu bleiben. Dann gibt es separat noch eine Pitstop-Wertung, die nicht in diese Fahrer- oder Teamwertung eingreift, aber eben separat eine Pitstop-Trophäe. Und da ist auch so, dass der schnellste Boxenstopp wird prämiert, also die Standzeit mit 3 Punkten und dann der zweitschnellste 2 Punkte und der drittschnellste eben 1 Punkt. Und finde ich ganz gut, was auch nochmal einen Anreiz schafft. Daneben gibt es noch eine Teamwertung für die Teams. Da werden beide Fahrzeuge eben sind punktberechtigt. Einfach eine Kombination, eine Summe aus den Ergebnissen von beiden Fahrzeugen und eben noch eine Herstellerwertung für die beteiligten Hersteller. Wir sind dieses Wochenende hier in Zandvoort zum zweiten DTM-Wochenende der Saison 2023. Die Umgebung der Strecke gefällt mir besonders gut, weil wir hier auch sehr, sehr nah am Meer sind. Es ist ein Dünenkurs, wir fahren zwischen den Dünen entlang, was es aber auch teilweise sehr, sehr tricky macht, weil oft der Sand vom Wind auf die Strecke geblasen wird. Von dem her können sich die Gripverhältnisse sehr, sehr ruckartig verändern. Mein Name ist Sang Zhu, ich bin 27 Jahre alt, ursprünglich aus China. Ich bin der Fahrzeug- und Performance-Ingenieur in Team 75. So, es gibt 2 Hauptthemen für meine Aufgabe in der Firma. Zuerst ist den Fahrzeugzustand zu halten. So, ich arbeite mit unserem Mechaniker, um das Auto in der richtigen Spezifikation und den bestmöglichen Zustand zu fahren und zu vorbereiten für das nächste Event. Und zweit, ich analysiere die Daten von unseren Tests und Rennen und dann versuchen, die bessere Einstellungen im Auto zu machen. So, ich werde immer mehrere Setup-Möglichkeiten in Simulation laufen und dann überlegen, was ist der Vorteil und Nachteil zwischen alle Setup. Und dann im Test, selbst in dem Rennwochenende, wir werden ein paar unterschiedliche Setup probieren im Test. Und dann können wir vor Ort nochmal analysieren und dann die bestmögliche Setup zum Fahren. So, im Vergleich zum Oschersleben hat Zandvoort einen ganz anderen Fokus. Zandvoort ist eine Strecke mit sehr vielen Berg hoch und Berg unten und es fokussiert sehr viel auf den Kurveeingang. Und Oschersleben hat einen sehr großen Fokus auf den Kurvenmitte. Das bedeutet, wir müssen das Auto viel mehr stabilisieren für den Kurveneingang, um so viel wie möglich Geschwindigkeit zu halten in der Mittelkurve. Das bedeutet, wir müssen das Auto viel mehr Downforce am Hinterachse zu geben und das Auto mit dem Fahrwerkseinstellung die Stabilisierung in den Kurveneingang zu geben. Turn 1 ist die beste Überholmöglichkeit hier in Zandvoort. Da kommt man im 5. Gang an, bis zum 2. Gang runter. Ich denke, das ist so eine der wenigen Überholmöglichkeiten hier. Dann sehr, sehr interessant ist auch Turn 3. Die wurde vor kurzem umgebaut, vor 3 Jahren. Ist jetzt eine Steilkurve mit einem riesen Banking. Gibt einige verschiedene Linien. Ich denke, es wird auch interessant, welcher Fahrer dort wie fährt. Dann für mich persönlich das Highlight Turn 7. Ich denke, die Kurve heißt Schäfler. Und geht es erst über eine Kuppe, dann bergab und dann wieder bergauf rechts. Sehr, sehr schnelle Kurve. Muss man auf jeden Fall sich zusammenkneifen. Da kommt es dann auf den Fahrer an. Und die letzte Kurve ist auch nochmal interessant, wie im NASCAR, wie in Daytona, auch eine Steilkurve, die Vollgas geht. And this make it really technical for the tires, for the car, because you need to make it set up to not have any puncture, to not have any problem. So
because in these corners we have a lot of stress on the tires, and for 1 hour having this stress on the tires is not easy sometimes. Was hier sehr, sehr wichtig ist in Zandvoort, ist das Qualifying. Der Streckenbelag ist auch sehr rau, hat sehr viel Grip. Das heißt, mit dem neuen Reifen geht nur eine schnelle Runde, die muss sitzen und genau das ist die Kunst hier in Zandvoort. Unglücklicherweise haben alle Porsche eine relativ schwere BOP bekommen, das heißt mehr Ballast und weniger Motorleistung im Vergleich zu den Konkurrenz. Wir müssen das Auto in den Performance-Fenster die beste Balance zu finden und meiner Meinung nach die BOP hat unsere Aufgaben nicht groß geändert. Für uns war es okay, die freien Trainings. Wir haben viele Eindrücke über das Fahrzeug gewonnen. Haben aber auch schon gemerkt, dass einige Hersteller, also gerade der Mercedes, sehr konkurrenzfähig ist und für uns schwer sein wird zu schlagen, wenn es überhaupt möglich ist an dem Wochenende. Aber das gibt es in so einer engen Meisterschaft, dass es auch bei verschiedenen Strecken auch Vor- und Nachteile gibt für die einzelnen Konzepte und da muss man sich durchbeißen. Also freien Trainings, die waren solide bei uns. Der DTM-Kalender ist quer durch Deutschland mit 2 Auslandsrennen. Auftakt war in Oschersleben gewesen. Dann sind wir direkt nach Zandvoort, das erste Auslandsrennen. Sehr spannende Rennstrecke. Dann ja, das Saisonhighlight irgendwo der Norrisring, weil es das einzige Stadtrennen ist. Und man sagt immer so, das fränkische Monaco, das ist ein bisschen Flair ist so mit extrem vollen Tribünen. Dann geht es zum Nürburgring, das ist eins der Heimrennen von uns. Dann weiter zum Lausitzring, Sachsenring, auch immer sehr, sehr populär bei den Fans, da werden die Ränge richtig voll sein. Das zweite Auslandsrennen dann am Red Bull Ring und dann das große Finale, unser zweites Heimrennen in Hockenheim. Und genau, das denke ich, ist immer ein gutes Pflaster für uns auch gewesen. We come to the second weekend of the season, 4.5 kilometers and 4.25, like 9 kilometers along the circuit. It's 14 turns. In Quali 1 kam dann ein bisschen böses Erwachen, dass die anderen Hersteller wirklich noch deutlich zulegen können. So yeah, qualifying 1 in Zandvoort was good. We qualified P11, and the lap was in itself really good. Only in the second last corner I have a moment there was a dirt on the track and I lose a bit time. So, but expected we were really happy with the car and how we managed the qualifying. So Saturday in Zandvoort was good qualifying. Als Q1 in Zandvoort lief leider nicht so optimal für mich. Haben uns da leider ein bisschen verpokert. Ich denke, dass wir da am Freitag ein bisschen in die falsche Richtung gegangen sind von der Abstimmung vom Fahrzeug und dementsprechend lief es dann leider nicht so gut. Aber wir wussten dann schnell, woran es lag und was wir ändern müssen. Von dem her stand dann, denke ich, nur der 20. Platz zu Buche. So, nach jeder Session haben wir eine kurze Briefing unter dem Renningenieur und dem Fahrer. So, wir diskutieren, was passiert auf der Strecke, was ist das Gefühl von der Fahrer und was ist der Nachteil in dem Setup. Und wir werden dann überlegen, was ist eine mögliche Änderung bei dem Auto oder bei dem Fahrer. Und wir haben einen Plan für die nächste Session geplant und dann wir werden ein paar neue Ideen in den nächsten Test oder in den nächsten Rennen zu versuchen. Straight, ready to go racing then. Round 3 gets underway as the lights go green and it's a great start for Barrow Engel. We can hear somebody smoking with bodywork rubbing. Yeah, David Schumacher, the left rear corner, the front right there. Das erste Rennen war leider schon wieder schnell vorbei. Ich wollte mich aus allem raushalten, habe auch, denke ich, 3-4 Positionen schon in der ersten Runde gut gemacht, aber leider haben sich 2 vor mir berührt und dann ist ein Teil fliegen gegangen und genau das Teil ist leider bei mir im Radkasten stecken geblieben. Also ich glaube, unglücklicher kann es kaum laufen, deswegen musste ich dann das Auto abstellen. War dann natürlich sehr frustriert, nach einem suboptimalen Qualifying dann auch schon das Rennen vorzeitig beenden zu müssen. Aber das Carbonteil war so im Rathaus verklemmt, dass wir so gar nicht hätten weiterfahren können. Und da haben wir uns dazu entschieden, dann das Auto abzustellen, weil eben mögliche weitere Folgen oder Beschädigungen hätten zur Folge sein können. Da steht einfach die Sicherheit an oberster Stelle. So first race in the Zandvoort Saturday was tricky. We were
We were fighting for top 10, and in the pit stops we have a wrong strategy a little bit. This is another tight release, isn't it? Ayhan Guven in the Porsche. Don't break the speed limit. He's behind. God, that's good. Then I need to fight with the people on the track, so I will not say wrong strategy, but in DTM you always need to be on a different strategy compared to other people to have clean track, and I was just fighting with people, and then it's cost us 2-3 position, then we go back P13. The Porsche just ahead, but squeezes out the inside. Left-hander coming up though, the Porsche will get there first. Up high, there you go. Lucas Stoltz is just ahead with the... And I finished P13, but yeah, it was good because it was at the end my first points in DTM. Mit Can hatten wir ein sehr enges Rennen, ein sehr gutes Rennen bis zum gewissen Punkt, sind dann 13. geworden. Eben war ein bisschen in der Outlap in Zweikämpfe verwickelt, aber wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Rennpace gezeigt und er hat viel Erfahrung gesammelt eben fürs zweite Rennen. Aber wichtig waren eben diese ersten Punkte für ihn, nachdem mein Oschersleben noch leer ausgegangen war. Thanks very much, Farina. Good morning, everybody. Welcome back to Zandvoort. The car's literally about to head out onto the track for the second 20-minute qualifying session of the weekend. This one to set the grid for race 2 and round 4. Ja, Quali 2 war eine heiße Kiste, weil es eben eine rote Flagge, eine Unterbrechung gab. It looks like he's made heavy contact with the barrier somewhere along the way. This is going to bring out a red flag. Also, Alessio Delida also into. Now, this is exactly what all the drivers. Für uns ging es noch, wir sind nicht zu spät rausgegangen, aber für beide war eben mussten sie ihre schnellste Runde durch die rote Flagge abbrechen. It was really chaotic, I will say, because I have like good lap, and then I was even get better, but then it was red flag and everyone pit. And I decide together with my team, but to be honest, I get the responsibility for it to not go out again. And some people go out and they improve. So we were P5 and then we go back to P8 after red flag. So maybe it was not the best decision from my side, but yeah, at the end I make it and we start P8 for race 2. But he might not get pole position. We're about to find out. 3 minutes, but really 1 lap it's going to be. Q2 in Zandvoort lief sehr, sehr gut. Wir sind am Sonntag haben wir es in die richtige Richtung entwickelt. Wir wussten, dass wir am Samstag ein bisschen falsch lagen. Haben dann dafür aber auch gewusst, dass wir am Sonntag ändern müssen. Das hat gut geklappt. Ich lag lange auf P3 im Qualifying, bis dann leider eine rote Flagge kam. Die hat mich dann wieder ein bisschen zurückgeworfen, aber dennoch wusste ich dann, dass ich im Rennen noch mehr Pace habe, dass ich vielleicht sogar noch weiter nach vorne fahren kann. Von dem her war die Stimmung sehr, sehr gut nach dem Qualifying. The second race of the weekend, round 4 of DTM 2023. Ricardo Feller and Thomas Preining on the front row of the grid. Maro Engel right behind them as the lights go out. They go green. It looks like a good start for the Audi. Ricardo Feller. Preining's got a good start, but Maro Engel is coming up the inside of him, and Engel goes into second. So Lauren Heinrich has gained one up to 4th position, and I think a place gain for Marco Witt. Ins zweite Rennen in Zandvoort hatte ich einen guten Start, konnte mich direkt von Platz 5 auf Platz 4 verbessern, konnte auch lange die Position halten. Ich musste auf gebrauchten Reifen starten durch meine Top-5-Platzierung, wusste dann aber, dass nach dem Boxenstopp an neuen Reifen vielleicht nochmal was nach vorne geht. Race 2 in Zandvoort was okay. We were fighting for top 10, and then in the pit stop we were on the wrong strategy and we go backwards. Das Rennen war dann aber leider nach dem Boxenstopp sehr schnell vorbei. Ich dachte, dass es nochmal nach vorne geht, aber ich wurde dann gedreht.
moment. Oh, we got a spin for Lauren Heinrich. So Heinrich gets going again and will... Was dann dazu geführt hat, dass wir das Rennen auch dort wieder vorzeitig beenden mussten. War natürlich sehr, sehr schade. Rabenschwarzes Wochenende für mich in Zandvoort. 2-mal 0 Punkte, 2-mal nicht ins Ziel gekommen. Ich denke, schlimmer hätte es in den Rennen nicht laufen können. Ayhancan Guven is just ahead of him. Does look like he's found a bit of pace since the pit stops, although he's not exactly leaving Patrick Niederhauser behind. We finished P13, which was a good result for us because it was the first points of the season. We get 3 points. And I was really happy because, I mean, after Oschersleben, I know we need to get some points, and I think with this race we started. Yeah, I will say it was quite positive weekend. We were one of the fastest Porsche on the track whole week, so it was really good. Also with the team we have, I think now, better atmosphere. We start to know each other better with mechanics, with engineers, from everyone in the team. So I think it's a great weekend. Ich bin jetzt momentan leider nur Platz 16 in der Meisterschaft. Dadurch, dass ich Stand jetzt natürlich die Hälfte der Rennen nicht ins Ziel gekommen bin, durch den 2-mal Ausfall in Zandvoort. Dementsprechend ist jetzt das Ziel, wieder aufzuholen. Ich denke, ich habe das Potenzial für viel mehr als das und deswegen will ich jetzt einfach Punkte sammeln und wieder Punkte gut machen. Ja, in Summe standen dann 12 Punkte aus beiden Rennen für Ayhancan zu Buche, was so die ersten Punkte in der DTM 23 bedeutet. Und Laurin ist leider bei beiden Rennen leer ausgegangen. Ja, in Zandvoort hat man schon gemerkt, dass das Team noch mehr an die Details rangehen konnte, noch mehr rausziehen konnte. Und ich glaube, dass das alles schon sehr viel smoother auch lief, auch mit dem neuen Fahrzeug einfach und die Fahrer sich auch mehr eingelebt hat, weil es ist nicht nur jetzt diese schnellste Runde oder da jetzt ein Boxenstopp oder da jetzt nochmal irgendwie Punkte gesammelt, sondern man muss mehr zu der Basis gehen, einfach diese Zusammenarbeit, diese Kommunikation, dieses welche Informationen kann ich dem Team weitergeben, sodass der Ingenieur, der nicht gerade in dem Auto mit drin sitzt, aber diese Informationen so aufgreift, dass er genau an dem Punkt ansetzt, wo man einfach das Fahrzeug verbessern kann. Also es ist ein sehr komplexer Vorgang, der einfach ein bisschen Zeit bedarf. Und unterm Strich, das war einfach zu sagen, das hat in Zandvoort schon sehr viel besser funktioniert. So I live in Gronau, in Western Germany. So yeah, normally I born and grew up in Istanbul, Turkey, and yeah, until last 3 years I was living there full time, and now during the seasons, since COVID, I moved to Germany during the seasons. I was doing sim racing for a really long time, and during pandemic, I was a Porsche Junior driver in that time, and there was a virtual Le Mans. Because of pandemic, you know, there is no real life racing in that time, and they do 24-hour Le Mans in the virtual. So yeah, after I come here for one race virtual Le Mans, then I decide to stay longer in the house. Gronau, it's a nice place, but for sure the social life is not mega here. So I spend most of time with myself, running, going back, doing sim racing, and then doing daily stuff in the house for myself. If I have a real race, generally I practice for the next track. And what I can do in the sim, that I can first of all practice the track, yes, but then I can practice different procedures like pit in, pit out, you know, the starting, you know, where I need to brake after the start. These things I can practice in the sim. Some other times there is a competition in the sim. I'm also a professional sim driver, so if there is a championship or big race in the sim, then I focus on this completely different track, completely different car. Then I focus on this, so it really depends on the program and calendar. So yeah, we can learn on the sim for the race weekends, the racing lines, the braking points, and some baseline setups, which will help us during the race weekend. The physical and having a restart button on the sim is the biggest difference.
So yeah, the running is for me the easiest workout because you just need the shoes and shot, and you can start running. Where for bike, for swimming, I need a longer time. So and the area we live, it's quite nice with the nature. We have great parks around. So from where I live, it's just 1 kilometer that I can go into the park, and yeah, then it's really relaxing. When I'm running, I can think from the last races, and I can analyze. Then I can think about the next race. So the last year I drove GT Masters, and the goal was for me to get a seat on DTM. This was the ever opportunistic Arjen Can Guven. What great driving from the Porsche driver. I'm official Porsche driver, so my first contact is always Porsche, and yeah, at the end Porsche told me that I will drive for Team 75, and from that moment I started contact with the team, so that I was super happy because they are the first winner on DTM with the Porsche. So it's really important. Also having a Timo Bernhard as a team boss is really important as a young driver for me. Timo can help us for sure because he's an old racing driver, so he have an idea what's going on behind the steering wheel, and with all of his experience, for sure he's the right person to tell us what to do. Das ist mir wichtig, einfach dieses Know-how, was ich in meiner Karriere selber gelernt habe, die Eindrücke, die ich selber gehabt habe, und diese Steps auch weiterzugeben, auch an die Fahrer. Und ich glaube, das ist so ein ganz elementarer Austausch, den wir da haben. Es ist für mir wichtig, auch das nie überheblich rüberzubringen. Im Endeffekt ist es für mich, das zu kombinieren und auch da Hilfestellung zu geben. Ja. So we are in Norrisring this weekend for round 3 of DTM. Traditionell ist es sehr heiß, und durch diese vielen Bremskurven geht es einfach extrem aufs Material, besonders auf die Bremsen. Das heißt, man muss von der Herangehensweise schon mal ganz anders starten an das Wochenende. Wir gehen aber auch zu unserer Erfolgsstätte von vor einem Jahr zurück, weil dort haben wir unseren ersten DTM-Sieg eingefahren, und dieser erste besondere, historisch wertvolle DTM-Sieg für einen Porsche, der jemals eingefahren wurde. Und als Resultat steht dieses Fahrzeug jetzt im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Yeah, we did some simulator sessions. I checked my notes and onboards and data from last year, and I watched some races from the past years also to see how things going around. Ich bin noch nie am Norrisring gefahren, das ist mein allererstes Mal auf der Strecke, aber ich denke, dass es nicht allzu großer Nachteil ist, dadurch, dass die Strecke nur 4 Kurven hat und nicht so lang ist. Habe ich genug Zeit, um die Strecke in den Trainings zu lernen. Also we did a track walk with the team to see what is different compared to last year, to see if there is any different painting or a new curb or something, because every year it's different. We check pit entries, pit outs, it's the small details which makes the difference. Ja, dadurch, dass die Strecke natürlich nicht permanent ist ja ein temporärer Startkurs, kann man dort nicht testen. Von dem her werde ich meine ersten Runden am Rennwochenende fahren. Aber natürlich habe ich mich vorbereitet, einerseits im Simulator, andererseits mit Onboard-Videos aus den Vorjahren, die das Team zur Verfügung stellt. So yeah, we don't have so many corners. I think this is in the calendar the shortest track. So we have turn 1, which is quite big hairpin and quite heavy braking. So probably we come with 260 there, and I don't know, I think we dropped to 50 kph or even less. Turn 1 is really messy there. A lot of people try to gain position, so you need to be really careful there. And then we have turn 2, 3, which is the chicane, and I think it's the most technical corner of the track, where you need to position your car really good for next corner. Entry, you need to be close. Right side, you need to brush the wall, and next left, you need to also brush the wall to gain a time. And then we have the final corner, which is also hairpin, a little bit slower compared to the first one in terms of the speed you've been there. But also it's a little bit bumpy there with braking, so it's not easy to stop the car. And then you need a really good traction, because then you have a long straight. Am Norrisring ist das Quali-Format etwas anders. Normalerweise fahren ja alle Fahrzeuge in einer 20-minütigen Session ihr Qualifying und die Startaufstellung aus. Am Norrisring wird das geteilt. Es gibt 2 mal 20 Minuten und einmal eine Gruppe A und eine Gruppe B. Und die wird nach freiem Training 2 eben bestimmt. Also gerade Platzierung und ungerade Platzierung wird diese Gruppen eben aufgeteilt. Und wir hatten beide Fahrzeuge aufgeteilt. Also einer war in Gruppe A, und es war Laurin, und in Gruppe B war eben Can.
much welcome to this wonderful place, the Norris Ring. We're about to get into qualifying for Group A of DTM. Ja, mit dem Qualifying 1 am Samstag war ich nicht ganz zufrieden, obwohl das Gefühl eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Hat dann von der Rundenzeit her leider nicht so gut ausgeschaut. Ich wusste, dass es nicht so einfach wird und vor allem am Norrisring, mein allererstes Rennen, mein erstes Qualifying, war nicht das, was ich erwartet habe, aber ich habe mir fürs Rennen dann viel vorgenommen. Ayhancan Guven has just gone second fastest, Brian, and all of a sudden we have many more drivers in the 49s. Ayhancan Guven also improving. Now let's see what he does through this final sector, because it seems to be the final sector that's been catching some drivers out. Well, when it comes to Ayhancan Guven, wow, 48s. Didn't catch him out quite as much as he goes into the 48s with a 48.967. Yeah, Saturday qualifying was good. Norris Ring, because of its short track, we have two groups because of traffic. And yeah, I finished my group P2 and overall P3, so we have just a start race from P3. The cars accelerate and we go green. It is a brilliant start from Sheldon van der Linde. Ayhancan Guven trying to get to the inside of Thomas Preining. Keep your eyes on elsewhere. Who's going to go where? Das Rennen am Samstag hatte ich erstmal einen guten Start, konnte schon 3-4 Positionen gut machen, wurde dann leider am Ausgang der ersten Kurve in die Wand gedrückt von einem Kontrahenten. So ist es manchmal im Norrisring, da geht es einfach eng zur Sache. Ich habe dann leider einen Reifenschaden gehabt, habe mich dann irgendwie zur Box zurückgehievt, würde ich mal sagen. Das Team hat dann einen super schnellen Boxenstopp gemacht. Ich konnte noch vor dem Führenden bleiben, was sehr wichtig war. Da musste ich nur noch auf den Safety Car hoffen, dass ich wieder ans Ende vom Feld aufschließen kann. Genau das ist passiert. Hatte ich noch viel Glück im Unglück. By about a second over Ayhancan Guven, and then there's 4 tenths between them. That's Luca Engstler in stride, Brian. Yeah, and it's Schumacher who got together with Engstler, the two. Saturday race in Norrisring was good. In the start, I get P2, and I was following leader, and yeah, I think we have good pace. Dann ging es zu dem Boxenstopp und dann haben wir in Absprache mit Porsche, wir haben ja immer auch die Möglichkeit, im Rennen sich auszutauschen, haben wir dann auch die Situation besprochen und habe dann letztendlich auch entschieden, dass wir ja schon einen Angriff auf P1 wagen. Also nicht nur jetzt verteidigen, sondern einen aktiven Angriff beim Boxenstopp auf P1 wagen. Haben dann dementsprechend als spätester gestoppt in der ersten Gruppe, also in der führenden Gruppe. Was dann als Resultat, ja, wir haben geführt, aber nur 2 Kurven. Weil dann kam von hinten kam einfach dieser Zug von den Top-5-Fahrzeugen. Here's Ayhancan Guven. Wow! He is out. I mean, the team nailed that absolutely perfectly. He's got to make that car as wide as possible now, but he's on cold tyres. He's never going to be able to do Until pit stop, I was P2. Then we have safety cars, so gaps get really closer. And then, yeah, in the pit, we lose a little bit time compared to others, and then they pass me in the out lap, so I finish P5. For sure, the best result for this year, but I feel we have more in it in that day in the car, and yeah, for sure the podium was goal for that day, but it didn't happen P5. But still the best points we have this year. Es war vielleicht ja, eine Spur zu viel Risiko, einfach später zu stoppen. Es wäre einfacher gewesen, denke ich, wenn wir früher gestoppt hätten, hätte er die Chance, das Podium zu behalten. Wir sind auf Risiko und auf Sieg gegangen. Letztendlich war P5 okay, war ein gutes Rennen, aber wenn man die Pace sieht und vor allen Dingen, dass er eigentlich das ganze Rennen bis zum Stopp auf P2 lag, war natürlich auch mehr drin. War dann also nach der ersten Safety-Car-Phase letzter, aber immerhin wieder am Feld dran und konnte mich dann Stück für Stück wieder nach vorne kämpfen. Ein richtig gutes Rennen mit guter Strategie, guten Stopps. Er hat ja einen extra Stopp gehabt, wo man normal eigentlich keine Chance mehr auf Punkte hat. Und das war ein starkes Rennen. Auch dank einem super Boxenstopp vom Team und meiner schnellsten Rennrunde im Rennen bin ich dann am Ende noch in die Top 10 gefahren, noch Punkte mitgenommen, was jeder gedacht hat, was unmöglich wäre am Norrisring vom letzten Platz auf Platz 10 zu fahren. War dann
ja, ein schönes Erlebnis nach einem nicht so guten Qualifying, dann trotzdem zu sehen, dass die Pace da ist und hat mich dann noch motiviert für den Sonntag. Nachdem ich am Samstag die schnellste Rennrunde hatte, wusste ich, dass ich die Pace habe, um am Sonntag im Qualifying abzuliefern. Genau, das ist mir gelungen. Here comes Lauren Heinrich. Come on, what can Lauren deliver now? Lauren Heinrich then, he can deliver P1 at 48.96. Ich konnte mich in meiner Gruppe auf den zweiten Platz qualifizieren, was dann am Ende der 4. Startplatz war. Für mich das beste Qualifying-Ergebnis nach Sanford war es der 5. Platz, jetzt hier im Nürburgring der 4. Platz. Da ist eine Steigerung zu sehen, das freut mich und war für mich auch eine super Ausgangslage fürs Rennen. Ayhancan Guven tries to respond to those two that are ahead of him in terms of the times. Ayhancan Guven is currently P3. But stand by, he's done a purple sector through sector 2. Is this going to be a great time from Ayhancan Guven? Well, it's certainly an improvement. He goes second fastest. So qualifying to win Sunday, for me, is I drive better, but my position was worse. I was P3. Just the 2 BMW was too quick. They were 1-2, and I was just behind them. So that day was the maximum, and yeah, and then it's P5 for the race. Und wenn man sieht, wo wir gestartet sind in Oschersleben und 2 Veranstaltungen später haben wir beide Fahrzeuge in den Top 5 im Quali, dann war das schon eine richtig gute Ausgangsposition. Und man sieht auch diesen Trend, den wir haben. Also akribisch vorwärts gehen, arbeiten und einfach uns ranpirschen, um zu schauen, unser großes Ziel zu erreichen, Rennen zu gewinnen. It's Sheldon van der Linde and Lauren Heinrich on the next row ahead of Ayhancan Guven and Mirko Bortolotti. Look at Ayhancan Guven diving up the inside. He's on the inside of Thomas Preining now and he can make P3. He's done that. He denies Thomas Preining. Ja, im Rennen wollte ich ein bisschen vorsichtiger sein als am Samstag, wo ich mich ja teilweise überall durchboxen musste. Wollte ich es am Sonntag ein bisschen fairer angehen lassen, ohne Kontakt mit Kontrahenten. Habe dann leider ein bisschen falsche Entscheidungen getroffen am Start. Habe die Tür offen gelassen, was nicht zugunsten mir ausging. Ich habe dann dort einige Positionen verloren. Yeah, race 2 on Sunday, to be honest, the start was like really similar like day before. I gained position again, I jumped P3. Then again I have a good speed, I was really close to P2 all the time. Guven in your back is pretty quick. Probably Sheldon was aware of that. Pretty quick. Yeah, Ayhancan is looking and I picked up on the fact. Ja, Rennen 2, das hat noch ein bisschen nachgewirkt, weil ja, da waren wir von der Pace und von allem absolut ein Siegkandidat. Also das muss man so sagen. Zandvoort ist das mehr als das halbe Rennen auf P3. War lange Zeit in den führenden BMWs und wir haben dann eine Runde vor den BMWs gestoppt. Ja, der Stopp leider, auf der rechten Seite gab es beim Hinterrad eine kleine Verzögerung, und wodurch wir Zeit verloren haben. So in the pit stops, I was just behind Sheldon, who was P2, and I was like really close, so I was planning to get him. So I pit, then pit take a little bit too long, and then I was a little bit on hurry to catch him. So when the car in the up, I released my brake to accelerate, but the car is still up. And then I turned my rear wheel, which is penalty in this championship, is for safety for the mechanics. It's dangerous. So. Als er raus wieder auf die Strecke fuhr, war er Vierter, hat nur eine Position verloren, aber die nachfolgende Strafe, Penalty Lap, die hat uns einfach auf P8 zurückgeworfen und von da kam er nicht mehr weg, weil es einfach dann zu eng und zu kompakt war. Second day hurt me more because second day I think the win was closer. Second day we have chance for the win because we were really fast, but just in the pit stop everything go backwards. Unfortunately we lost possible podium and maybe win, so it's for sure not optimal. Konnte am Ende dann auch mit dem 7. Platz eine gute Position nach Hause fahren. War nicht ganz zufrieden, vor allem nach der guten Ausgangslage habe ich natürlich mehr vorgenommen, aber so ist es manchmal in der DTM, zweimal Top 10 am Nürburgring. Auch mit einigen Hürden muss ich zufrieden mit sein und waren auf jeden Fall gute Punkte. Mit beiden Fahrzeugen in beiden Rennen gepunktet, aber es war natürlich klar, wir wollen dieses Podium und diesen Sieg haben.
Ja, meine erste Saison in der DTM beginnen zu dürfen, war natürlich für mich sehr, sehr aufregend, vor allem am Anfang in Oschersleben. Ich konnte mich dann sehr, sehr schnell einleben, habe schnell gemerkt, dass eigentlich meine Pace da ist und ich es einfach nur auf den Punkt bringen muss. Das hat mir viel Vertrauen gegeben in mich selbst und auch ins Team. Und ja, ich bin froh, dass es bisher von Wochenende zu Wochenende immer eine Steigerung zu sehen war, dass ich mich immer näher an die Spitze hinarbeiten konnte, was für mich sehr positiv ist. Ich hoffe, dass der Aufwärtstrend so weitergeht und in meiner Rookie-Saison in der DTM ist natürlich für mich auch, dass die Priorität einfach immer eine Steigerung zu sehen und an mir selbst zu arbeiten. So first 3 races of the DTM so far, for me it's quite positive because the first two races we have 0 points and we start really back the season. That was, to be honest, mental disadvantage. But after the first race we just start to get better and better. Like Zandvoort was the first step, we get the first points, Norris Ring, we even get more points and even we were fighting for podium in the both races. So for sure after the Oschersleben, this feels good, but still long way to go and still a lot to achieve. So yeah, still we are hungry and we want more. Ja, aktuell ist das ganze Feld noch sehr eng beisammen. Wir haben jetzt von den Punkten her, hat Ayan schon 32 an der Zahl und Laurin 31. Das heißt, sie sind sehr eng beisammen. Das ist P7 aktuell in der Teamwertung. Aber das ist noch so früh. Natürlich sind wir mit den aktuellen Punkten und Platzierungen natürlich nicht zufrieden. Aber das ist eine Momentaufnahme, die mich jetzt auch nicht irgendwie nervös macht, sondern man sieht ganz klar diesen Aufwärtstrend. Jetzt mit beiden Fahrzeugen bei beiden Rennen am Wochenende gepunktet zu haben, beide Fahrzeuge in den Top 8 zu haben, beide Fahrzeuge in dem Quali auch in den Top 5 zu haben. Das heißt, darum geht es und das weiter zu verfeinern. Klar, irgendwann müssen wir auch diese großen Platzierungen und Punkte einfahren, um weiter nach vorne zu kommen. Aber das wird ein Resultat unserer harten Arbeit sein. Also wir bleiben da dran. Und in der Momentaufnahme gibt es viele positive Eindrücke, aber auch klar, natürlich, wir wollen weiter nach vorne. Das ist unterm Strich so. Then the carnage off the road and spiralling into the side.